Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung bei Light Compact. Mein Name ist Dieter und ich möchte euch das neue Flaggschiff von Cantons GLE-Serie, die GLE 100, vorstellen. Der deutsche Traditionshersteller hat an allen Ecken und Enden seine Einstiegsmodelle angesetzt, um Design und Klang zu optimieren. Herausgekommen sind diese formschönen Standlautsprecher, mit denen die beliebte Serie noch mehr Fans begeistern möchte. Auf lightmagazin.de konnten wir die GLE 100 schon einem ausführlichen Praxistest unterziehen. Hier bei Light Compact möchte ich euch nun noch einmal die wichtigsten Fakten zu Cantons aktueller Neuheit vorstellen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß! Die Canton GLE-Reihe kann man als Einstiegsklasse des Herstellers bezeichnen. Umso beeindruckender fällt die Optik der GLE 100 aus. Auffällig ist hier schon die schiere Höhe mit 116 cm. Diese tritt umso mehr in Erscheinung, weil das Gehäuse gerade einmal 24 cm breit ist. Hierdurch lässt sich der elegante Klangturm wunderbar in die vorhandene Wohnumgebung integrieren. Unser Modell ist komplett in Schwarz gehalten. Canton bietet hier aber auch Weiß und Makassar als Gehäusefarbe an. Die indonesische Stadt ist für ihr Ebenholz bekannt, das dieser Gehäuseausführung seinen Namen verleiht. Solides Ebenholz kann man in dieser Preisklasse natürlich nicht erwarten. Das Furnier sorgt aber für einen wirklich erhabenen Look. Auch die Verarbeitung der GLE 100 ist gelungen. Die Kanten schließen durchweg sauber ab und die Stöße sind stets perfekt verleimt. Dabei hilft das Material dabei, unschöne Fingerabdrücke zu vermeiden. Um die Sicht auf die Befestigungen und Chassis zu kaschieren, lässt sich die formschöne Stoffabdeckung nutzen, die magnetisch an der Front haftet. In der Schallwand, die je nach Ausführung weiß und schwarz gehalten ist, befinden sich insgesamt 4 Treiber. An der Unterkante weist außerdem ein kleines Herstellerlogo die GLE 100 klar als Canton-Lautsprecher aus. Zuerst fallen dem Betrachter aber sicher die metallisch glänzenden Membranen ins Auge. Die 2 großen Basstreiber haben einen Durchmesser von 219 mm und verfügen über eine durchgehende Titaniummembran. Eine Canton-spezifische Wavesicke aus mehrfach gefaltetem Gummi gewährt den Treibern ordentlich Bewegungsspielraum. Und damit die großen Flächen mit dem satten Hub auch genug Raum zum Atmen erhalten, werden sie durch eine Bassreflexkonstruktion unterstützt. Räumlich davon getrennt, schließt sich klanglich der geradezu riesige Mitteltöner im oberen Gehäusebereich an. Er weist ebenfalls eine Titaniummembran auf und ist, wie der Tieftöner, in einer Wavesicke für optimale Bewegungsfreiheit eingefasst. Akustisch darf er ab 170 Hz mitspielen. Dabei bietet der nach innen gewölbte Konus eine ausgezeichnete Abstrahlcharakteristik und fächert die Bühne weit über die Lautsprecherbasis hinaus auf. Oberhalb von 3200 Hz wird das Klangbild dann durch die bewehrte Alu-Mangan-Kalotte aus dem höherpreisigen Modellreihen Cantons abgerundet. Sie sitzt in einem Waveguide, der für die harmonische Ankopplung an die restlichen Schallwandler angepasst wurde. Damit dehnt die GLE 100 ihren Frequenzbereich bis hinauf zu beeindruckenden 40 kHz aus. Hinter der Schallwand zieht sich der Korpus stattliche 40 cm bis zur Rückwand. Neben dem Typenschild findet man hier auch die robusten Terminals der Standbox. Diese nehmen, neben Bananensteckern, auch Litzen auf, denen sie nach dem Anschluss festen Halt bieten. Dabei sind auch größere Kabelquerschnitte kein Problem. Über den Schraubklemmen thront die wuchtige Bassreflexöffnung, bevor es auf der Unterseite etwas zierlicher zugeht. Dort fallen die robusten, wenn noch recht flachen Füße der GLE 100 auf. Da Canton sie mit einem Filzbesatz versehen hat, werden damit auch harte Böden beim Ausrichten der Lautsprecher nicht zerkratzt. Für die Aufstellung empfiehlt Canton einen Mindestabstand von 30 cm zur Wand. So fällt die Betonung des nach hinten abgestrahlten Basses nicht zu wuchtig aus. Sollten ästhetische Gesichtspunkte im genutzten Raum weniger wichtig sein, kann man aber auch mit größeren Abständen experimentieren. Im Betrieb entwickeln die metallischen Treiber der GLE 100 dann eine stattliche Dynamik, mit der Canton die Messlatte im Einsteigerbereich ziemlich hoch ansetzt.
Darüber hinaus überzeugt auch die gute Räumlichkeit, die Canton seinen Standlautsprechern entlockt. So kann man bei optimaler Ausrichtung bereits im Stereobetrieb den Eindruck bekommen, es handle sich um eine Surround-Anlage. Die beiden Tieftöner spielen agil und präzise. Dank guter Pegelfestigkeit gibt es hier selbst bei höheren Lautstärken keine Verzerrungen. So wird ein gutes Fundament für Mittel- und Hochtöner erstellt, die mit Vielschichtigkeit und Spielfreude punkten. Und wenn das hier geboten noch nicht ausreichen sollte, bietet Canton noch passende Center- und Satellitenlautsprecher für packende Heimkinoerlebnisse an. Mit der neuen GLE 100 dürfte es Canton gelingen, das ohnehin schon sehr beliebte Einsteigersegment noch breiter zu etablieren. Die großen Standlautsprecher sind solide verarbeitet und bieten, trotz ihrer üppigen Größe, ein wohnraumtaugliches Design. Durch die voluminöse Ausstattung, die patentierte Wavesicke und das schiere Leistungsvermögen sind dem Einsatz dieses Paares keine Grenzen gesetzt. Alles weitere Wichtige zu den Canton GLE 100 könnt ihr in meinem ausführlichen Testbericht lesen. Den Link dorthin findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Und das war's auch schon mit dieser Ausgabe von Lite Kompakt. Schenkt uns doch einen Klick auf den Like-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. So erfahrt ihr auch immer, wenn wir neue Inhalte für euch im Petto haben. Und das war's jetzt dann auch von mir. Over und out.